Hallo ihr Lieben, wir gucken in den neuen Monat für euer Kollektiv, das Kollektiv der Widder. Welche Energien zeigen sich in dieser Legung? Und ich bin gespannt. Ja, hier zeigen sich schon mal Dinge, die aus dem Spektrum Verträge, Verbindlichkeiten, Beziehungen kommen. Kreisläufe, vielleicht auch karmische Kreisläufe. Und es geht für euch in manchen Bereichen drum, etwas Altes abzuschließen, was hier eher für eine Situation gesorgt hat, in der ihr euch nicht so wohl gefühlt habt. Möglicherweise ist es eine Person aus der Vergangenheit, wo ihr sehr viel Klarheit jetzt drüber kriegt, was eigentlich hinter den Kulissen hier gelaufen ist. Für einen oder anderen zeigen sich Kontakte mit einer anderen Dame, die hier sehr, oder mit einer Dame überhaupt, die hier sehr förderlich für dich sind. Also sie bringen dir so Aha-Momente und Erkenntnisse mit. Das Schicksal schickt dir lieber wieder ein paar andere Wege, Möglichkeiten und Optionen, etwas zu nutzen. Das kann hier im partnerschaftlichen Bereich sein, mit einem Partner oder in Beziehungsdingen überhaupt, ne? Dass da hier neue Wege für dich entstehen, mehr Klarheit in Verbindungen kommt zu einem Gegenüber. Möglicherweise ist auch so, dass dein Gegenüber hier neue Wege geht, die dich mitbetreffen. Dir werden hier schlagartig Dinge klar, die vielleicht auch im Verborgenen gelaufen sind. Ich habe hier so das Rauskommen eines Geheimnisses oder das Erkennen einer Wahrheit für dich, die dich dann dazu ermutigen können, eine Belastung loszulassen, ein Irrglaube, eine Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen. Also eher als Erleichterung, ne? Das Außen wird für dich nicht so sehr wichtig mehr sein. Das heißt, du bist mehr bei dir selbst. Du lässt dich nicht, ich nenne es jetzt mal, herausfordern von Umständen, die du nicht kontrollieren kannst. Es geht hier auch ein bisschen drum, wir haben die Berufskarte, die Finanzen, das Aufblühen. Vielleicht kannst du hier auch einen beruflichen Konflikt beenden. Das heißt, du findest hier Wege, wie du dir deine Arbeit so gestaltest, dass sie dir entgegenkommt und dass sie dir Ergebnisse bringt, die du dir so vorstellst. Hier kommt eben ein Wachstum rein. Das heißt, eine Veränderung, die kann in dir selbst stattfinden, wie du etwas, was du bearbeitet hast oder was mit dem Thema Arbeit zu tun hat, in eine andere Qualität für dich bringst. Das heißt, du verschaffst dir irgendwie Erleichterung. Das kann über den Bereich Erkenntnis auch nur kommen, ne? Dass dir einfach bewusst wird, okay, hier möchte ich noch dies, das oder jenes erreichen. Und sieht ja sehr gut aus, dass dein Selbstwert auch so steht irgendwie, ne? Dass du umsetzen kannst, durchsetzen kannst. Dass du trennende Gedanken, die du hast, ja, zum Beispiel das Leben und du, wo seid ihr eins, wo geht ihr in zwei verschiedenen Richtungen, dass du da für dich auch wieder auch verbindlich reagieren kannst. Bei ein oder anderem zeigen sich so Bereiche auf, wo man auch unabhängiger werden will, vom Außen, vom Gegenüber, von anderen. Aber hier scheint wirklich auch ein guter Ratgeber für dich zur Verfügung zu stehen. Jemand, der mit dir etwas austauscht, das dich zu großen Erkenntnissen bringt und damit auch wieder in eine andere Bewegung rein. Finanzqualität ist hier sehr schön.
Und irgendwas wird sich überraschenderweise hier auch zu deinen Gunsten entscheiden. Das kann hier eine Sache sein, wo du gedacht hast, da komme ich nicht dran oder das ist für mich nicht verfügbar. Und hier bewegt es sich jetzt langsam. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass dein Selbstwert mehr steht. Es geht um Vertrauen, eigene Größe leben. Es geht darum, irgendwie auch Führung aufzunehmen für sein eigenes Leben, seine eigene Verbindlichkeit. Ich sage es nochmal, so unabhängig wie möglich zu sein. Wir haben für dich das Element Erde mit dabei. Also es geht auch sehr viel darum, geerdet zu sein. Die Bereiche, die das Element Erde auch so mitbringt. Und die einen oder anderen können es hier speziell auch mit den Sternzeichen Waage zu tun haben. Also so ausgleichende Energie einfach. Liebe Widder, wir gucken nach einem Krafttier für euch. Für den November. Und da habt ihr den Hasen oder das Kaninchen. Und es geht um das Thema Herzensliebe. Ja, da geht es um den feinen Teil in dir, das Sensible, das Zarte, das Weiche. Und es geht darum, dass der Alltag und alles, was mit dem Alltag, also auch gerade das, was man auf der Erde so umsetzt, manchmal eben nicht die Zeit mitbringt, dass man sich um seine Herzensangelegenheiten kümmert oder sie wahrnimmt oder hört. Damit erschöpft man irgendwie seine Liebe und ja, dann sucht man wieder danach, weil man merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Es gibt so viel zu tun, dass ich die Dinge, die mir eigentlich viel wert sind oder die ich brauche an Verbindungen, vielleicht auch übersehe. Also nimm dir auch Zeiten, wo du deine Dinge nährst und pflegst, wo du für deine Lieben auch da bist. Ja? Also wenn du da bist, dass du richtig da bist. Ja? Gucke mal, wo du in Kleinigkeiten dir was Gutes tun kannst, was auch immer das ist. Ein Spaziergang mit einem Partner, ein Bad, ein Abend, wo du mal dich ganz und gar auf dich einstimmst. Eine Freundin einladen, also alles, was hier mit Beziehungen zu tun hat, die dir auch am Herzen liegen. Hier geht es darum, dass wenn du dich glücklich und erfüllt von Liebe fühlst, ja, deine Angelegenheiten auch wieder diese Früchte tragen, die du benötigst, ne? Dass dein Herz wieder aufblüht, dass du die Feinheiten wieder mehr empfindest und dass dir vielleicht auch bewusst wird, wie wichtig diese Verbindungen sind. Okay, lieber Widder, das war dein kleines Monatsorakel. Ich drücke dich bis bald.